Den wertvollsten Spieler einer Mannschaftssportart kürt man für seine Leistung in einer Saison als Most Valuable Player oder kurz MVP. Würden wir dasselbe für unser letztjähriges Faltcaravan-Setup tun, dann wäre der Ecomart 2000 definitiv der MVP der Campingsaison 2021. Der ultrakompakte Heizlüfter wurde im Sommer eigentlich nur Teil unseres Setups, da wir unseren Dyson-Ventilator, welcher praktischerweise über einen integrierten Heizlüfter verfügte, durch eine Klimaanlage abgelöst haben, um für künftige Hitzewellen gewappnet zu sein. Die Aufgabe des Ecomart 2000 bestand deshalb im Sommer ausschließlich darin, gelegentlich in der Nacht automatisch anzuspringen, wenn die Temperaturen unter die 20-Grad-Marke fielen, damit unsere Kinder, welche sich noch nicht selbstständig einkuscheln, stets warm haben. Bei unserem zweiwöchigen Herbstabenteuer in der Nähe von Venedig hatten wir jedoch bereits damit gerechnet, dass wir bei Temperaturen um die 20 Grad am Tag jede Nacht auf den Ecomart angewiesen sein würden und hatten deshalb zur Sicherheit noch ein zweites Modell organisiert. Doch die prophezeiten 20 Grad am Tag wurden schnell zum Wunschtraum und in der Nacht fielen die Temperaturen in der zweiten Woche sogar auf 7 Grad Celsius. Allerdings blieb es im Zelt unseres Faltcaravans trotz alledem stets mindestens angenehme 20 Grad warm, was wir einzig und alleine dem Ecomart 2000 zu verdanken haben, und deshalb werfen wir im Rahmen dieses Videos einen genaueren Blick auf den kleinen Zauberwürfel, welcher quasi im Alleingang unseren Herbsturlaub gerettet hat und somit verdientermaßen unser MVP wurde. Der Ecomart 2000 ist ein kleiner 14 cm breiter, 14,5 cm tiefer und 18 cm hoher Kubus, welcher rund 2,2 Kilogramm auf die Waage bringt. Im Inneren des robusten pulverbeschichteten Alugehäuses, welches übrigens praktischerweise über einen integrierten Tragegriff verfügt, verbirgt sich ein leistungsstarkes Keramikheitselement sowie ein kugelgelagerter Axialventilator, welcher für Temperaturen bis minus 20 Grad Celsius ausgelegt ist. Obwohl vom Keramikheitselement keinerlei Brandgefahr ausgeht, wurde der Ecomart 2000 zusätzlich mit einer Abschaltautomatik in Form eines der Füße ausgestattet, welche dafür sorgt, dass sich dieser umgehend ausschaltet, sollte er einmal umgestoßen werden. Auch sonst ist die gesamte Elektronik explizit für den Dauerbetrieb ausgelegt, denn der Ecomart 2000 ist unter anderem auch dazu gedacht, als Frostschutzwächter eingesetzt zu werden. Alle Modelle des Ecomart 2000 verfügen über insgesamt 3 einstellbare Leistungsstufen mit entsprechender Absicherung, sodass dieser auch garantiert auf jedem Campingplatz eingesetzt werden kann. Die niedrigste Stufe ist 450 Watt bei ungefähr 2 Ampere, die mittlere Stufe 750 Watt mit rund 4 Ampere und die höchste Stufe 1500 Watt mit bis zu 10 Ampere. Wenn man den Filter entfernt, wäre sogar 1800 Watt möglich. Allerdings sammelt sich dann Staub im Gerät selbst an, weshalb diese Art des Betriebs weder vom Hersteller noch von uns empfohlen wird. Unabhängig von der gewählten Leistungsstufe lässt sich dann über einen elektronischen Thermostat die gewünschte Raumtemperatur einstellen, wobei sich hier übrigens auch die bereits erwähnte Frostschutzwächterfunktion verbirgt. Ein einzelner Ecomart 2000 ist darauf ausgelegt, einen normal isolierten Raum von 60 bis 80 Kubikmeter Volumen heizen zu können, was sich natürlich nicht 1:1 auf einen weniger gut isolierten Faltcaravan übertragen lässt. Wer mit dem bis hierhin erwähnten Funktionsumfang bereits zufrieden ist, kann also getrost zum Modell Classic greifen, welches aktuell für 279 € respektive 298 Schweizer Franken erhältlich ist. Das nächstbessere Modell in Form des Classic Plus verfügt, wie der Name bereits vermuten lässt, zusätzlich noch über eine Plus-Funktion, welche dafür sorgt, dass sich der Raum im kalten Zustand noch etwas schneller aufwärmen lässt und schlägt dafür mit 309 € respektive 335 Schweizer Franken zu Buche. Das Topmodell namens Select verfügt sogar über eine zweistufige Plus-Funktion, eine zusätzliche Leise-Funktion, welche auch den Ventilator komplett ausschaltet, falls gerade nicht geheizt werden muss, sowie 3 Betriebskontrollleuchten, anhand derer man auch im Dunkeln direkt ablesen kann, welche Funktionen gerade aktiviert sind. Daneben lässt sich exklusiv beim Modell Select neben dem standardmäßigen Anthrazit auch Rubinrot als Farbvariante wählen. Der teuerste Ecomart 2000 kostet dafür aber auch locker 389 € respektive 440 Schweizer Franken und bringt 100 Gramm mehr auf die Waage als die anderen beiden Modelle.
Wer übrigens sein Ecomat 2000 primär bei salzhaltiger Luft verwendet, zum Beispiel auf einem Boot oder sich gerne auf Campingplätzen in der Meernähe aufhält, der kann bei allen 3 Modellen optional noch die Hochseeausführung auswählen, welche allerdings mit 34 € respektive 35 Schweizer Franken zusätzlich zu Buche schlägt. Dies bringt mich auch direkt zum Zubehör für den Ecomat 2000 und zwar gibt es unter anderem ein 5er-Set an Ersatzfiltermatten für rund 8 € bzw. 9 Schweizer Franken. Auch wenn wir pro Urlaub in der Regel nur einen Filter verwenden, haben wir immer Ersatz dabei, was gerade bei unserem letzten, etwas sandigeren Urlaub von Vorteil war, da der rechtzeitige Austausch der Filtermatten eine Reduzierung der Heizleistung oder gar den Ausfall der Heizung verhindert. Daneben gibt es noch eine gepolsterte Tasche für knapp 29 € respektive 33 Schweizer Franken, in der wir unsere Ecomaten während der Reise und in den Urlaubspausen verstauen, da diese auch gleichzeitig über ein praktisches Innenfach für Filter sowie die Anleitung verfügen, wobei man letztere aber getrost zu Hause lassen kann, da das Gerät im Prinzip selbsterklärend ist. Zu guter Letzt gäbe es auch noch eine Universalhalterung, mit der man den Heizlüfter fest montieren könnte, für knapp 50 € bzw. 59 Schweizer Franken. Allerdings besteht bei uns im Faltcaravan kein Bedarf dafür und aufgrund des Tastenlayouts des von uns genutzten Modells Select ist dieses im Gegensatz zum Classic und Classic Plus auch gar nicht kompatibel mit der Halterung. Allerdings gebe ich an dieser Stelle auch gerne zu, dass das Modell Classic Plus aus unserer Sicht wohl völlig ausgereicht hätte, da die Leisefunktion in der kalten Nebensaison nie aktiv wurde und wir die Einstellung nach den ersten Urlaubstagen auch nicht mehr wirklich angepasst haben, wodurch auch die Kontrollleuchten etwas überflüssig wurden. Damit nun aber genug Zahlen und Fakten zu den verschiedenen Modellen, schauen wir uns an, wie und vor allem auch wo die beiden Ecomat-Heizwürfel bei unserem Herbstabenteuer im Faltcaravan zum Einsatz kamen. Einer davon stand jeweils auf unserem Campingschrank im Wohnzimmer respektive Hauptzelt, um dieses durch den Tag entsprechend warm zu halten und wurde in der Nacht direkt auf die Schlafkammer der Kinder gerichtet. Der zweite Ecomat saß durch den Tag auf dem Tisch im Esszimmer respektive Vorzelt, um dieses und primär mich während der Arbeit warm zu halten. In der Nacht wanderte dieser dann ebenfalls auf den Campingschrank im Wohnzimmer und wurde dann auf unsere Schlafkammer gerichtet. Wie schon im Sommer hatte ich natürlich auch wieder die Funkwetterstation mit ihren 3 Funksensoren dabei, um an insgesamt 4 Orten gleichzeitig die Temperatur zu protokollieren. Die Wetterstation selbst stand dabei im Wohnzimmer, der erste Sensor im Schlafzimmer der Kinder, der zweite Sensor im Esszimmer und der dritte Sensor draußen in der Küche. Schauen wir uns das Ganze direkt einmal anhand einer Stichprobe genauer an, und zwar im Zeitraum von 24 Stunden vom 9. auf den 10. Oktober 2021. Um 8 Uhr morgens hatten wir im Wohnzimmer respektive Hauptzelt also mollige 25 Grad Celsius. Im Schlafzimmer respektive der Schlafkammer unserer Kinder 23,5 Grad. Im über die Nacht ungeheizten Esszimmer respektive Vorzelt 14,7 Grad und draußen in der Küche 10,8 Grad Celsius. Die Minimalwerte im Zeitraum von 24 Stunden lagen jeweils bei etwas mehr als 24 Grad im Wohnzimmer, knapp 23 Grad im Schlafzimmer, rund 14 Grad im Esszimmer und 10,7 Grad draußen in der Küche. Wobei die Außentemperaturen in der Nacht nur wenige Tage später dann sogar auf bis zu 7 Grad gesunken sind. Nach dem Aufstehen habe ich dann den einen Ecomaten jeweils gleich wieder ins Esszimmer gestellt und so war es bereits wieder angenehm warm, als ich vom morgendlichen Toilettengang zurückkam und mit der Arbeit begann, während der Rest der Familie noch im Bett lag. An dieser Stelle muss ich allerdings auch noch betonen, dass wir auf einem Campingplatz mit einem Stromanschluss von 10 Ampere standen und somit die beiden Ecomaten je auch nur mit 750 Watt betrieben wurden, damit wir in Kombination mit der Kühlbox, dem Licht und allen anderen Geräten, welche über die Nacht aufgeladen wurden, nicht Gefahr liefen, die Sicherung auszulösen. Es kann also gut sein, dass auf einem Campingplatz mit 16 Ampere Stromanschluss sogar ein einziger Ecomat-Heizlüfter für das 18 Quadratmeter große Hauptzelt des Camplet Passion ausreichen würde, wenn dieser auf seine maximal 1500 respektive 1800 Watt eingestellt ist. Vielleicht kann ich dies ja bei einer anderen Gelegenheit auch noch verifizieren.
Allerdings bleiben wir vorerst sowieso bei 2 Ecomaten, damit wir eben auch 2 Räume gleichzeitig heizen können. Sprich, ich morgens in Vorzeit beim Arbeiten nicht frieren muss, während der Rest der Familie noch etwas länger ausschlafen und den Urlaub genießen kann. Nun weißt du also Bescheid, wie wir unseren Faltkaran auch in der Nebensaison warm halten. Falls es dich auch noch wundernimmt, weshalb wir im Sommer neuerdings eine mobile Klimaanlage mitführen und wie sich diese wiederum im Praxistest geschlagen und ganz nebenbei auch noch sämtliche Mücken verjagt hat, dann schau dir folgendes Video an. Wenn dir dieser Testbericht gefallen hat, dann lass gerne auch einen Daumen nach oben da. Ansonsten sieht man sich bald wieder in einem neuen Video. Bis zum nächsten Mal und frohes Campen!